Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für ein super einfaches Zwiebelbrot. Dafür als erstes einen halben Würfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, einen Teelöffel Zucker dazugeben, außerdem 300 ml lauwarmes Wasser und dann alles mit einem Schneebesen oder einer Gabel verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett aufgelöst haben. Als nächstes die Hefe-Wasser-Mischung zusammen mit 500 Gramm Mehl in eine Rührschüssel geben, außerdem 25 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Röstzwiebeln und je einen Teelöffel Salz sowie Zwiebelpulver dazugeben. Danach alles für 4 bis 5 Minuten mit einer Küchenmaschine verkneten, bis daraus ein glatter, aber noch leicht klebriger Teig entstanden ist. Den Teig anschließend auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben, von oben ebenfalls mit etwas Mehl bestäuben und dann mit den Händen weitermachen, kurz von außen nach innen ziehen, durchkneten und eine Kugel bzw. einen leicht ovalen Brotlaib daraus formen. Wenn das erledigt ist, das Brot auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen, nochmals mit etwas Mehl bestreuen und dann mit einem Küchentuch abdecken und für 45 bis 60 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen, bis sich das Teigvolumen deutlich vergrößert hat. Nach der Ruhezeit mit einem scharfen Messer der Länge nach etwa 1 cm tief einschneiden und so kommt das Brot dann relativ weit unten in den vorgeheizten Backofen für 40 bis 45 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze, bis das Brot eine goldbraune Farbe angenommen hat. So sieht das fertige Zwiebelbrot dann nach dem Backen aus. Jetzt etwas abkühlen lassen und dann in Scheiben schneiden und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.